Das ist der Trabant Universal von Lena und Frank Schwartmann. Und sie haben mit 26 PS und Zweitaktmotor mehr Kilometer in fremden Ländern zurückgelegt als kaum ein anderer. Und unter anderem war auch eine Tour über mehr als 20 Nationen dabei. Und über die wollen wir vor allem mit Lena sprechen. Er hatte einen ganz tollen Namen, denn der Sputnik war am Himmel. Die Sowjetunion war im Moment im Weltraum führend und sie setzte Satelliten aus, die als zuverlässige Begleiter mit um die Erde kreisten. Und so hat man den Namen Sputnik übersetzt ins Deutsche. Das ist der zuverlässige Begleiter namens Trabant. Aber was natürlich das Besondere ist, auf dem Trabant oben ist das Dachzelt. Und das war bei diesen Fernfahrten für Sie die Heimat für die Nacht. Fertig. Unglaublich, wie schnell das gegangen ist. Frank, du hast dir irgendwann den Trabi Universal gekauft und ich nehme an, die anderen Dinge, der Anhänger und auch das Zelt sind irgendwann hinzugekommen. War das von Anfang an dein Plan, weite Reisen machen mit dem Trabi? Naja, es ist nicht ganz so. Ich fahre Trabant seit Anfang der 90er Jahre. Also meinen ersten Trabi habe ich mir wirklich 1990 gekauft, noch vor der Wende oder vor der offiziellen Wiedervereinigung. Und seitdem bin ich begeisterter Trabantfahrer. Aber irgendwann kam so mal die Idee, mal mit einem Trabi längere Touren zu machen. Und dann habe ich lange gesucht nach einem Trabi, mit dem man solche Touren machen kann. Ja, 2011 kam dieser Trabi dann zu mir und die erste Tour ging dann einmal rund um die Ostsee nach St. Petersburg. Und langsam wuchs die Tochter in ein Alter heran, wo man sagen konnte, jetzt kann ich mal mit dir eine Tour machen. Und dann habt ihr diese Großtour geplant. Wo ging es dahin? Ja, wir haben überlegt, was könnten wir zusammen tun, und da bot sich an, die 20 Nation Rallye an der daran teilzunehmen. Die startete hier in Bremen und die Herausforderung an der Rallye war, dass man keine Autobahn nutzen durfte und man durfte keinen Navi nutzen. Und naja, ich sag mal, auf einer Autobahn hat ein Trabant gegen alle anderen so oder so keine Chance. Auf der Landstraße besteht vielleicht eine Restchance, daran teilzunehmen, sinnvoll teilzunehmen. Und die Herausforderung haben wir dann angenommen. Wie habt ihr euch vorbereitet, Lena? Habt ihr vorher besprochen, ganz genau, wo es lang geht, erstmal die Route abgesteckt und dann Tag für Tag neues Kartenmaterial gehabt? Also wir wussten am Anfang nicht genau, wo es lang geht, weil wir so ein Roadbook bekommen haben und dann erst wussten, was wir abarbeiten mussten. Somit wussten Europa und dann haben wir uns die Karten besorgt und wir haben eigentlich jeden Abend die Route für den nächsten Tag geplant. Also Frank, der Trabi selbst hat keine Probleme gemacht während der Tour. Die 26 PS haben gereicht und alles, was das Auto bietet, auch. Absolut. Also wir hatten einmal zwischendurch das Problem, dass eine Zündspule abgeraucht war, aber das ist beim Zweitakter eher eine Wartung, also kein wirklicher Defekt. Und weil das passiert ab und zu mal. Das Einzige, was wir wirklich an Problemen hatten, waren die Berge. Wir hatten 5 Pässe über 2000 Meter und das Problem war nicht hoch. Das Problem war, wieder runterzukommen, weil der Zweitakter hat keine Motorbremse und die kleinen Trommelbremsen des Trabant waren doch ziemlich überfordert mit dem ganzen Gespann. Und so sind wir immer nur 3 Kilometer gekommen und dann mussten wir 20 Minuten Pause machen, um die Temperatur der Bremsen wieder runterzukriegen. Und das bedeutete doch für dich, Frank, du musstest dich ja auch darauf einstellen, du musst ja immer Zweitaktgemisch erzeugen oder tanken. Ja, wir haben uns vorher natürlich Gedanken gemacht über die unterschiedlichen Länder. Wir haben uns auch über die Preise natürlich der Tankstellen in den unterschiedlichen Ländern Gedanken gemacht. Denn dort gab es dann von der einen Grenze zur anderen Grenze doch erhebliche Unterschiede. Wir wussten, es sind rund 7.500 bis 8.000 Kilometer, die wir fahren in diesen 16 Tagen. Und haben natürlich dafür dann entsprechend auch das Öl mitgenommen und dann auch überall normal tanken können. Und wenn man dann so da oben in dem Dachzelt übernachtet, Lena, das hat ja keine Fenster in dem Sinne. Und wenn es dann regnet oder so, das ist dann schon irgendwie, glaube ich, ein spannendes Gefühl, oder? Auch weil man ja alles hört, was draußen ums Auto rum vorgeht. Ja, also wir waren schon immer Camper mit Zelt, mit Dachzelt, mit Wohnwagen. Von daher war es war eine andere Erfahrung in anderen Ländern, aber es war relativ ähnlich zu dem, was ich schon kannte. Ja, den Anhänger hier, den hatten wir natürlich auf den ganzen Touren schon mit. Und auch auf der 20 Nation Tour ursprünglich mal entstanden für die Tour nach Afrika. Und weil der Trabi ja relativ klein ist, müssen wir natürlich irgendwo für lange Touren unser Gepäck und auch das angesprochene Öl unterbringen. Und da ist eben halt in diesem Anhänger alles zusammengekommen. Das heißt also, auf der einen Seite habe ich hier die ganzen Ersatzteile drin, die man braucht. Auf der anderen Seite habe ich hier auch mein Öl drin und Ersatzkraftstoff.
Ja, dann in der Mitte ist für unser Gepäck, also fürs ganz normale tägliche, was man so braucht. Und natürlich haben wir auch eine Küche hier mit einem Kocher, sodass man eben halt sich dann versorgen kann. Ich muss dazu sagen, der Anhänger ist leider der zweite, denn der erste Anhänger, der ist uns genau auf dieser 20 Nation Tour, ist der uns verloren gegangen oder genau genommen, er wurde uns einfach geklaut. Wir waren in Bulgarien und wollten auf einen Berg hoch und hatten die Aufgabe, auf einen Berg hochzufahren. Und um unser Auto ein wenig zu schonen, hatten wir den Anhänger abgestellt, abgeschlossen, abgestellt. Als wir dann zurückkamen, nach nur gut ungefähr einer Stunde, war leider der Anhänger weg. Viel wichtiger für uns war, es war auch alles in dem Anhänger weg, denn wir hatten plötzlich keine Ersatzteile mehr. Wir hatten nur noch sehr, sehr wenig Werkzeug und auch die Dinge des täglichen Lebens bis hin zur Zahnpasta. Erst die Hälfte der Tour hinter sich und schon ist der Anhänger geklaut. Frank, wie geht denn sowas zu Ende? Konntet ihr weiterfahren? Ja, natürlich konnten wir weiterfahren und wir hatten auch den Ehrgeiz weiterzufahren. Das Erste, was wir gemacht haben, haben erstmal eingekauft, weil, wie gesagt, wir hatten keine Zahnbürste mehr und gar nichts. Und dann haben wir es sehr sportlich genommen. Dann sind wir über bulgarische und rumänische Landstraßen 800 Kilometer an einem Tag gefahren. Kamen da, muss man ehrlich sagen, langsam auch an Grenzen und sind dann eben halt solo nach Hause gefahren, wieder zurück nach Bremen. Und naja, zum Schluss war es dann auch so, dass wir tatsächlich gewonnen haben. Das heißt also, mit dem kleinsten Motor, mit dem kleinsten Team haben wir es tatsächlich geschafft, dann die Rallye für uns zu entscheiden. So, jetzt gucken wir uns den Motor noch mal an. 26 tapfere PS aus 2 Zylindern. Riesentank hast du da drin. Ja, also es ist eigentlich soweit alles original. Es gibt eigentlich an dem Fahrzeug so gut wie keine Veränderungen gegenüber dem Serienstand. Eine der wenigen Veränderungen ist der Tank. Normalerweise sind es nur 26 Liter. Und auch wenn der Trabi recht genügsam ist, kommt man da nicht so richtig weit mit. Und für diese langen Strecken und um ein bisschen mehr Flexibilität reinzukriegen, ist hier ein größerer Tank drin, der dann 36 Liter hat. Klingt immer noch wenig, aber für den Trabi ist das schon eine richtig gute Entfernung. Ja, dann machen wir die Haube wieder zu und erinnern uns daran, dass der Trabant fast 3 Millionen Mal gebaut wurde und das erfolgreichste Auto der Welt ist mit einer Kunststoffkarosserie. Denn dieser Duroplast mit Phenolharz wurde ja nur in der DDR so gebaut und auch für die Karosseriefertigung verwendet. Und damit ist der Trabant, wie er jetzt ja hier auch bewiesen hat, ein zuverlässiger Begleiter für alle Fahrten.